Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review-Video-Magazin in einem neuen Video unsererseits. Heute aus dem Holiday Park und einem Preview-Event zu dem, was im Jahr 2025 unter anderem passiert und was man bis 2028 mit 140 Millionen Euro Investitionsvolumen noch im Holiday Park bewegen und verändern möchte. Und da muss man sich mal vorstellen, man hat in den ersten 5 Jahren nach der Übernahme der Plopsa-Gruppe vom Holiday Park 50 Millionen Euro investiert und jetzt werden in 4 Jahren 140 Millionen Euro investiert. Dazu jetzt alles in diesem Video. Dass ihr alle unsere Einladung und vor allem der Einladung von Jan und von seinem Marketing-Team gefolgt seid. Wir haben heute auch als speziellen Gast hier Xavier Verellen, unser Marketingdirektor der gesamten Plopsa-Gruppe. Da gibt es nachher sicherlich auch noch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen auf unserem Rundgang. Bevor wir jetzt aber loslegen, habe ich eine große Bitte bzw. eine Regel für heute. Wir werden jetzt in der Präsentation einige Dinge zeigen, die noch nicht veröffentlicht werden können, die auch noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aus diesem Grund bitte jetzt während der Präsentation nicht mitfilmen. Sorry, tut mir leid. Wir werden nachher ganz viele Möglichkeiten haben, viele Bilder zu machen. Gerade so eine Save-the-Date-Karte bekommen. Und da steht ein Datum drauf, für das, was wir drin gerade besprochen haben. Ich sag's jetzt nicht. In 15 Minuten geht das Lied. Da werdet ihr dann alle natürlich eingeladen sein, also merkt euch dieses Datum vor und kommt alle vorbei am 28.06. Wir setzen jetzt unseren Rundgang fort und gehen erstmal in Richtung unseres neuen Verwaltungsgebäudes. So, wir sind jetzt erstmal beim für euch vielleicht unspektakulärsten Teil und den Neuerungen in den nächsten Jahren im Holiday Park. Und zwar gibt es neue Verwaltungsgebäude, beziehungsweise ein neues Verwaltungsgebäude mit neuen Räumen und auch unten Aufenthaltsräume für Mitarbeiter, die neu geschaffen werden sollen und neue Umkleiden und so weiter und so fort. Also Infrastruktur im Park wird auch erneuert und erweitert. Außerdem gibt es auch neue Mitarbeiterunterkünfte, was auch den Holiday Park als Arbeitgeber für euch viel attraktiver machen soll. Und wenn ihr also jetzt überlegt, hier zu arbeiten, euch aber denkt, ich finde da vielleicht nicht unbedingt den Wohnraum, den ich brauche oder nicht mehr leisten kann oder überhaupt Wohnraum, weil der halt sehr knapp ist, werden hier im Holiday Park schon dieses Jahr neue Mitarbeiterunterkünfte geschaffen. Außerdem auch neue Shop-Angebote, die Gastronomie wird erweitert und vor allem wird die Gastronomie komplett überarbeitet. Da ist der Holiday Park sich auch im Klaren und sehr bewusst, dass das in den letzten Jahren doch sehr ausbaufähig war und nicht so löblich. Unspektakulär aus, aber mit dem Bau von dem neuen Blinky-Bill-Bereich, in den wir gleich reingehen, hat sich so ein bisschen Zielgruppenkonflikt ergeben zwischen Familien mit Kindern und dann GeForce und ja, eher jungen Erwachsenen. Aus dem Grund haben wir dann im Laufe des Projekts entschieden, den Eingang von GeForce umzuverlegen. Und er kommt jetzt genau hier. Hier fehlt noch einiges, aber hier kommt noch ein Tor hin. Und in dem späteren Verlauf dann, nicht mehr für dieses Jahr, aber dann für später, werden wir hier noch so einen kleinen Eingangsbereich bauen, damit GeForce eben nicht nur ein Eingang ist, sondern auch wirklich einen eigenen, ja, sage ich mal, einen eigenen kleinen Bereich hat. Aber wir haben jetzt für den Moment den Eingangsbereich von GeForce aus dem Blinky Bill weggeholt und hier herüber verlegt. Uns fällt euch sicherlich auch auf, dass die Spielhalle hier von euch gesehen auf der linken Seite und das Casino mit dem, ich weiß gar nicht, was da genau war, mit den verschiedenen Spielen von euch gesehen auf der rechten Seite auch weggekommen ist und dass wir hier im Moment dabei sind, viel zu begrünen. Also auch der Bereich hier wird deutlich aufgewertet. Und dann gehen wir jetzt mal weiter in den Bereich, den ihr vielleicht schon letztes Jahr noch in der in Anführungsstrichen nackten Version gesehen hat, der aber jetzt so langsam schon deutlich mehr hermacht als noch im Vorjahr, nämlich zum neuen Blinky Bill Bereich. Ja, also hier der neue Blinky Bill Bereich hinter mir, der Crazy Bus von Zamperla. Dann hinter euch, jetzt habe ich den Namen von dem Fahrgeschäft vergessen, Blinky Seifenkisten, auch von Zamperla. Und dann gehen wir gleich noch vorbei bei den Jeeps vom Metallbau Emmeln. Und vergesst hier nicht, ganz viel kommt hier noch mit der Bepflanzung und die Thematisierung, die wird auch noch in den nächsten Wochen fertiggestellt. Also es sieht jetzt im Moment noch ein bisschen kahl aus, aber das wird sich bis Parkeröffnung deutlich verändern. Aber man erkennt es auch jetzt schon. Hier kommen exotische Pflanzen rein, die Deko im australischen Stil mit den Felsen und mit den Blechdächern. Also es hat sich schon deutlich verändert im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber das meiste wird noch in den nächsten 3 Wochen hier passieren.
Aber das hat sich richtig zu einem, haben wir letztes Jahr schon gesehen, wo nur die Fahrgeschäfte offen waren, zu einem richtigen Hotspot für Familien mit Kindern entwickelt und war richtig gut frequentiert den gesamten Tag über. Also hier, Blinky's Outback Expedition, direkt unter Expedition GeForce mit 8 Jeeps von der Firma Metallbau Emmeln. Das große Modell der Jeeps sind, dass wirklich auch 4 Personen bequem reinpassen. Und ja, was hier noch fehlt, sind eben die Deko und die Bepflanzung. Das wird einen riesen Unterschied machen. Aber ich glaube, man erkennt jetzt schon, dass das ein richtig cooler Themenbereich wird, der dann zum Saisonbeginn am 5. April vollständig eröffnet wird. Da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Ich glaube, ihr versteht jetzt auch, was ich vorhin gemeint habe. Man kann eigentlich keine 200 Meter laufen, ohne auf eine neue Baustelle zu treffen. Also es wird wirklich an allen Ecken und Enden im Park gebaut. Und so wird sich jetzt auch beim restlichen Rundgang zeigen. Also wir haben auch noch ganz schön viel aufzuräumen vor dem Saisonbeginn am 5. April. Baulich nichts verändert, aber trotzdem haben wir hier einen ziemlich hohen Betrag investiert. Und zwar wurde das Fahrgeschäft technisch einmal komplett neu überholt. Es hat sogar eine komplett neue Steuerung bekommen. Also die Zeit, in der man bis zu 2-mal am Tag irgendwo in einem Boot festgesessen war am Rückwärtsschuss, die haben sich damit für immer hoffentlich erledigt. Also hier komplett neue Steuerung, deswegen laufen hier auch so viele Techniker rum, weil das alles gerade im Moment neu eingestellt und getestet wird. Von außen nichts zu sehen, aber trotzdem ein ordentlicher Geldbetrag hier reingeflossen. Ich glaube, wenn man hier steht, sieht man mal die Größe von diesem Projekt hier. Wir gehen auch extra noch mal ganz nach hinten nachher, um zu sehen, wo die letzten Stützen hinkommen. Aber die Bahn wird anfangen und ungefähr beim Hochpunkt von Wikisplash, zieht sich dann hier durch den ganzen Bereich, teilweise auch über die Gebäude drüber und geht dann wirklich bis zum Anstellbereich, bis zu dem Gebäude, das man da hinten sieht vom Jetski. Nochmal 660 Meter Schienenstrecke, 770 Meter Fahrstrecke und so ziemlich genau über uns, ich glaube, das ist das letzte Fundament hier, wird der Spike dann hinkommen, wo dann die Achterbahn nach hinten wieder rollt. Den wird man also sowohl vom Skyscreen-Bereich als auch hier von dem Bereich, wo wir jetzt stehen, sehen. Und da geht es dann nochmal zurück und dann ins Stationsgebäude. In der Station drin liegen oder stehen die ersten Schienen schon, kann man sich gleich von näher angucken, haben auch eine wirklich coole Farbe bekommen. Und die anderen Schienen, die werden ja in den nächsten Tagen angeliefert. Also vor Saisonbeginn wird man hier schon dann die ersten Elemente des Streckenverlaufs sehen. Und für alle, die sich fragen, wenn man hier so steht, ja, wir machen am 5. April auf und ja, hier wird alles weg sein und sauber sein bis dahin. Wir haben extra, um hier weiterbauen zu können, weil ich habe ja gesagt, sobald wir mit der Bahn fertig sind, geht es direkt hier quasi schräg hinter dem Sanitärgebäude mit dem Seerestaurant weiter und dann als nächstes mit dem Tomorrowland-Bereich. Wir haben extra, damit wir auch während der Saison für die nächsten 2 Jahre weiterarbeiten können, eine Baustraße gebaut, wo die Fahrzeuge um den Park herumfahren können, dann hinten durch den Wald und dann dort hinten nochmal in den Park rein und dann um den See herum alle Baustellen erreichen können, sodass wir ja, auch ganz normal aufmachen können und trotzdem weiterbauen können, weil aufgrund der Vielzahl der Baustellen wird es eben nicht mehr allein im Winter zu bewerkstelligen sein, sondern wir werden wirklich ganzjährig jetzt durchbauen für die nächsten 2,5 Jahre. Die Frage zum Corkscrew vom Superwirbel, mit dem haben wir was vor. Der wird gewaschen und sauber gemacht und er bleibt natürlich da stehen, wo er ist. Also hier wird es einen ganz tollen Blick geben, dann mit 3 verschiedenen Schienen in 3 verschiedenen Farben. Ja, also auf den Visuals sieht das schon ganz cool aus. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter durch den Park gegangen. Wir sind jetzt im geschlossenen Teil des Holiday Parks, weil es gibt ja im Winter auch das Maya-Land und das Holiday Indoor, was ihr besuchen könnt. Und 100% Wolf, der neue Gerstlauer Coaster, wird hier entstehen. Stationsgebäude direkt gegenüber von der Station von Skyscreen. Und ein paar andere Fakten dazu hört ihr jetzt auch. Und man sieht jetzt einfach mal das unfassbare Ausmaß dieser Baustelle. Und hier ist noch mehr Baustelle gegenüber für einen Tomorrowland thematisierten Extreme Spinning Coaster von Mack Rides, der auch noch in der Zukunft kommen wird. So, also hier sind wir jetzt am hintersten Punkt von unserem Rundgang angekommen. Ich wollte es hier einfach nochmal zeigen. Hier mitten in der Anstellfläche sieht man es und hier hinter euch. Das sind die letzten beiden Fundamente von der Familienachterbahn. Also man erkennt hier den kompletten ja, Verlauf der Bahn. Also ich glaube, das ist wirklich ein riesen Baufeld. Und man merkt hier einfach, es ist eine Familienachterbahn mit 60–70% der Schienenlänge und der Fläche von GeForce. Also auch da freuen wir uns wirklich drauf, das im Herbst 2025 dann zu eröffnen. Das wird nochmal wirklich das Gesicht des Parks nachhaltig
verändern. Und wenn man hier durchläuft, man hat eigentlich fast das Gefühl, wir würden einen komplett neuen Park bauen. Ich habe gerade schon zu einem anderen gesagt, vorhin schon gesagt, keine Ecke, an der nicht gebaut wird. Aber wenn man so zusammenfasst, es entsteht eigentlich fast ein komplett neuer Park. Übrigens, ihr werdet hier ganz normal den Holiday Park zu Saisonbeginn auch besuchen können. Das wird alles hier fertig gemacht, dass ihr hier überall langkommt. Es gibt eine große Baustraße, die außen rum führt. 100% Wolf, der Familiencoaster von Gerstlauer, ist geplant, dieses Jahr im Herbst zu eröffnen. Und übrigens über alles, über das wir heute in diesem Video sprechen, ist ein Projekt für bis 2028. Plopsa hat nach der Übernahme vom Holiday Park 50 Millionen Euro in den Holiday Park investiert. In 10 Jahren. Jetzt werden in 4 Jahren übrigens 140 Millionen Euro in den Holiday Park investiert von der Plopsa-Gruppe. Nicht nur in die neuen Attraktionen, in die neuen Themenbereiche. Das ganze Angebot vom Holiday Park wird auch noch mehr erweitert durch 2 weitere neue Shows, durch eine große neue Parade, die man auch aus dem Plopsaland de Panne in Belgien kennt. Und man hat auch das Ensemble vom Show Entertainment um das Dreifache aufgestockt. Und es gibt noch mehr, was wir uns gleich angucken werden für die Zukunft. Nicht nur hier an diesem Standort, sondern was zu diesem Gesamtresort dazugehört. Also hier haben wir 2 Dinge. Zum einen hier hinter mir der Platz für unsere neuen Mitarbeiterunterkünfte. An der Stelle standen bis vor wenigen Wochen 3 Wohnhäuser von der Familie Schneider, von der damaligen Besitzerfamilie des Parks, die wir jetzt Anfang des Jahres abgerissen haben und den Weg freigemacht haben für erstmal 3 Blöcke an Mitarbeiterunterkünften. Man sieht jetzt schon die Fundamente. Die ersten werden ab Dienstag hier gestellt und dann werden wir in diesem Jahr knapp 100 Betten an Unterkünften für Mitarbeiter aus dem In- und Ausland schaffen, mit der Fläche das Ganze fast noch zu verdoppeln. Der Hügel hinter mir, der kommt auch noch weg. Das ist im Moment nur Erdauszug, der abgefahren wird, sodass dann hier ein kompletter Komplex, auch eingezäunt, abgetrennt vom Park, entstehen kann für Unterkünfte für Mitarbeiter, die wir außerhalb der Saison auch als Monteursunterkünfte und so weiter vermieten werden. Und dann viel interessanter bestimmt für euch und für alle Gäste ist dann auf der anderen Seite das große Gebäude, die ehemalige Burg Falkenstein, die gerade in den letzten Zügen der Umthematisierung ist, zu den Schlümpfen. Hier wird es 9 Szenen geben mit einer Storyline. Und da können wir leider nicht reingehen, wir können aber reingucken. Deswegen am besten teilen wir uns gleich in 2 Gruppen auf. Einmal kann man durch den Unternotausgang reinschauen und einmal da vorne die Treppe hoch, da können nicht alle gleichzeitig hoch, da muss man dann nacheinander gehen. Durch den Obernotausgang, man erkennt dann schon ein bisschen was und den ganzen Rest heben wir uns dann auf für die erste Fahrt, zu der ihr dann auch eingeladen sein werdet und durch die wir dann hoffentlich gemeinsam fahren können. Also aufteilen, die eine Gruppe geht mit Jan und die andere Gruppe mit Luisa. Ja, hier, wo die Türen im Moment offen stehen, das ist nicht der neue Schlumpfshop, dafür wäre es das falsche Blau. Hier, man sieht leider noch wirklich gar nichts davon, aber das wird das Plopsa Experience Center. Hier werden wir zum einen die Neuigkeiten und die Pläne vorstellen, zum anderen aber auch die anderen Plopsa Parks und Plopsa Wasserparks präsentieren und ja, allgemein die Brand Plopsa hier im Holiday Park implementieren und das Ganze hier ein bisschen erlebbar machen. Wir haben den Holiday Park verlassen, sind ein bisschen mit dem Bus gefahren und befinden uns jetzt am ehemaligen Badepark Hasloch. Und hier entsteht das Plops Aqua Hasloch. Das ist aber noch ein Arbeitstitel, aber Plops Aqua sind die Wasserparks der Plopsa-Gruppe. Und das Ganze wird ja ein Resort und dazu gehört dann auch der Wasserpark. Das Hotel ist immer noch Thema, da läuft viel noch im Hintergrund. Da kann man aber noch nicht mehr genau ins Detail gehen, um mehr zu sagen, zum Standpunkt jetzt. Übrigens, alles bis auf das kleine Kassenhäuschen hier wird komplett platt gemacht. Es kommt alles weg, alle Leitungen sind raus, alle Gasleitungen sind raus. Alles wird komplett neu gemacht. Dann auch noch das Thema Jahreskarten. Und zwar weiß man noch nicht, ob in der Jahreskarte das Ganze inkludiert wird oder nicht. Da muss man sich ein bisschen orientieren, auch am Wettbewerb. Und allgemein alle Schwimmbäder hier in der Region haben keine Jahreskarten. Dann müssen wir mal gucken, wie das hier geregelt wird. Und übrigens, was natürlich super cool ist bei der Plopsa-Gruppe, es gibt ganz viele verschiedene IPs und Charaktere, die dazugehören und die
natürlich jetzt auch hier nach Hasloch kommen. Von Biene Maya über Vicky, die ihr ja schon kennt, gibt es ja auch die Schlümpfe jetzt neu. Mia and Me, Tabaluga, Heidi oder auch, was ihr eben schon gehört habt, ganz neu Blinky Bill. So, dann sind wir auch schon am Ende von unserem Rundgang und von unserer Rundfahrt. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und ja, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von dem, was wir jetzt im Moment hier im Holiday Park so machen und vorhaben. Ich glaube, das ist wirklich eine ganze Menge. Also ich selber bin auch wieder jeden Tag beeindruckt von dem, was wir hier als Team und als Plopsa auf die Beine stellen. Danke an Jan, Matthias, Luisa und alle, die das heute organisiert haben, die das auf die Beine gestellt haben, dieses ja, sehr abwechslungsreiche und schöne Programm. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ein letzter Hinweis noch, die Helme dürft ihr natürlich gerne mitnehmen. Und ja, danke, dass ihr da wart. Postet recht fleißig, so wie abgesprochen. Manche Sachen erst am 28.03. Und Dankeschön, gute Heimfahrt oder heute noch viel Spaß im Holiday Park. Ciao, danke. So, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Mir bleibt nur zu sagen, ihr habt es auch gerade, glaube ich, schon ein bisschen gehört, abonniert diesen Kanal, um nicht zu verpassen, was wir hier auch am 28. März posten werden. Und natürlich werden wir wiederkommen und die ganzen Sachen euch fertig zeigen und ab und zu auch nochmal ein Update zu allem. Worauf freut ihr euch am meisten von dem, was hier im Holiday Park passiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Ride4You YouTube-Kanal.